Wir befinden uns in Südostanatolien, genauer gesagt in Gaziantep, in der Stadt, die für ihre hervorragende türkische Küche bekannt ist. Hier sind Pommes drauf, Minze, Salat, rote Beete. Ihr glaubt es nicht. Wir haben Glück, denn wir dürfen die leere Wohnung einer ganz lieben Familie benutzen, bis wir klären können, ob wir unsere Daten vom plattgefahrenen Handy retten können und Ersatz dafür haben. Hier ist eine Fleischrolle drin. Nachdem wir schon einige Delikatessen probiert haben und uns in der Stadt etwas umgesehen haben, wollen wir etwas machen, das wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Wir gehen in den Zoo. Aber ganz ehrlich, wir waren geschockt, was wir da gesehen haben. Wenn du uns lieber Fahrrad fahren sehen willst, dann spul am besten vor. Krass, da geht's in den Irak. Morgen! Wir haben uns gerade die Räder hier aus dem Kabuff geholt. Und heute machen wir was? Wir gehen in den Zoo. Ich bin mal gespannt. Ja. Rolltreppe fahren, weil der Aufzug kaputt ist. Das letzte Mal, als wir in dem Zoo waren, da war ich ein kleines Kind. Und nehmt euch da mal mit. Also generell sind wir dagegen, dass Tiere misshandelt werden, aber ich hoffe, das ist hier nicht der Fall. Die Vögel, die da sitzen, ja, das sind die Vögel, die immer über der Melli kreisen, wenn sie die Berge hochfährt. Tatsächlich. Ja. Ich Die Geier. bin mir sicher, einen davon habe ich beim letzten Mal gesehen, 100%ig. Ihr habt ja bestimmt alle unsere Folgen geguckt, also auch die Folgen aus Marokko. Da haben wir die schon in echt gesehen. Die sind neben unserem Fahrrad hergelaufen. Ja, die sind auch Dromedare. freier Wildbahn. Salam. Genau, und jetzt nochmal die Quizfrage. Was passiert, wenn ich ein Kamel mit einem Dromedar kreuze? Kommt dann was mit 3 Höckern raus oder was mit ohne? Was mit ohne ist? Schreibt's mal in die Kommentare. Mit seinen etwa 100 Hektar ist der Zoo in Gaziantep der größte der ganzen Türkei. Neben dem Safari-Park gibt es hier auch ein Aquarium. Auf etwa 1200 Quadratmeter leben hier etwa 82 Fischarten, die im Süß- als auch im Salzwasser vorkommen. Für die Größe an Fischen ist das Aquarium leider viel zu klein. Es ist sehr schade und viel zu viele Fische. Im Internet hatten wir gelesen, dass die Tiere artgerecht in großen Gehegen gehalten werden. Trotzdem machten wir uns so unsere Gedanken. Manche Becken und Kästen wirkten oft zu klein. Bei manch einem Terrarium war auch mal wieder eine Reinigung längst überfällig. Bei den Eidechsen und so, wie heißt es? Terrarium. Ja. Genau. Das Wasser könnte schon mal ausgewechselt werden. Da sah es Ja, die manchmal Haltungsbedingungen sind jetzt nicht toll. nicht so gut aus. Ja. Schauen wir mal weiter. In der ca. 400 Quadratmeter großen Voliere bekommen wir die Nager und Vögel zu sehen. Etwa 90 Arten werden hier gehalten. Wir müssen euch warnen, denn die folgenden Aufnahmen sind nichts für schwache Nerven. Was jetzt kommt, trieb uns wirklich die Tränen in die Augen. Der Vogel, der hat da hinten zwischen dem Rücken, da fehlen ihm jegliche Federn und das haben wir schon ganz schön oft gesehen und nicht nur bei Vögeln. Den Affen ging es auch nicht gut hier. Und ja, eigentlich ziemlich miserable Haltung, also ganz schön schade. Bei den Fischen waren zu viele reingepfercht, die haben auch Bissspuren gehabt, die haben sich gegenseitig gezankt. Schlimme Sache. Und auch hier in dem Gehege sind wieder richtig viele und da, der hat keine Haare mehr auf dem Kopf hier und so, Federn. So grauenvolle Sachen habe ich noch nie gesehen, also ganz schlimm. Wirklich grausig. Also hier auch. Die Meerschweinchen haben sich gegenseitig fies aufgebissen. Eins dabei hat richtig Fleischwunden, das kann ich jetzt gerade nicht filmen, ist um die Ecke gerannt. Da ist es. Ich hatte selber Meerschweinchen. Und die keifen sich manchmal und pieksen sich gegenseitig in den Hintern. Und wenn eins dann ein Außenseiter ist, dann wird das ganz schön fertig gemacht. Die sind auch einfach zu viele in einem Käfig. Dass die sich mal gegenseitig ein paar Haare ausrupfen, gehört dazu, das ist völlig normal. Aber das ist nicht in Ordnung. Das gehört separiert, irgendwas
irgendwas geht da ab. Also das sind keine normalen Rivalitätskämpfe mehr, wenn es so ausschaut. Wir müssen echt sagen, das war jetzt gerade das Traurigste, was wir hier überhaupt gesehen haben. Furchtbar. Die ganze Voliere, die ganzen Vögel, sehr ungesund. Auch die Meerschweinchen. Viel zu viel Massenhaltung, nicht gepflegt, kein Tierarzt schaut anscheinend Ganz drüber. grauenvoll. Die grauen, ja. Oh, Ich gehe nie wieder ins sehr Zoo. traurig, wirklich. Echt nicht. Ja, da lang. Irgendwie haben die ein kleines Problem hier. Super schade. Oh Mann, das ist so traurig, wirklich. Ja, wir haben es etwas besser, auch wenn es immer noch viel zu klein ist. Ich meine, so ein Wolf hat ein riesen Revier normalerweise. Da drüben gibt es auch Hyänen, aber die können wir nicht filmen, weil die dauernd rumrennen. Die rennen dauernd im Kreis. Ich vermute, die sind schon völlig neurotisch. Ja, es ist ja eh schon, wenn man in den Zoo geht, natürlich ist es schwierig, da eine artgerechte Haltung zu finden. Es ist schön, aber es wäre viel schöner, wenn halt dann man auch sieht, dass es den Tieren gut geht. Und es kann nicht sein, dass die hier die Grünanlagen und alles drumherum mehr in Schuss halten als die Tiere selber. Es geht einfach nicht. Das ist bodenlos. Uns sowas. ist echt aufgefallen, wie sauber hier das ist und wie sehr gepflegt. Aber dass dann Das die Geld Tiere sollten selber die- und die Gehege innen drinnen, dass es so aussieht, das ist schon Ja. ganz schön heftig. Das war unser Tag im Zoo. Wir hoffen, euch hat es ein bisschen gefallen. Uns hat es teilweise gefallen, aber teilweise auch nicht. Die Haltungsbedingungen habt ihr mitbekommen, die sind absolut entsetzlich. An manchen Stellen geht's. Zebras zum Beispiel haben große Gehege, ist in Ordnung. Auf der anderen Seite, die Vögel waren eine Katastrophe, Meerschweinchen waren eine Katastrophe, Fische waren schlimm, Löwen, Tiger, das alles unglaublich unnatürlich und viel zu klein. Natürlich ist es immer unnatürlich, wenn man Tiere in geschlossenen Käfigen hält, aber man kann es auch so machen, dass es erträglich ist. Und das war absolut unerträglich. Also werden wir erstmal nicht mehr in Zoos gehen. Nee, das hat uns den Rest gegeben. Ja. Sowas ist eigentlich, ja, man hat schon ein bisschen Skrupel tatsächlich, dass man hier was bezahlt hat dafür. Aber man muss sagen, es hat 12 türkisch Lira gekostet. Das ist und viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Wir haben uns gefragt, wie können die Tierpfleger hier wirklich bezahlen, dass sie einen anständigen Job machen. Genau. Also deswegen, hier wird sich Ja, eher um schreibt den doch Rasen mal gekümmert. Ja. drunter, was ihr so von Zoos haltet. Genau. Wir bis fahren dahin. jetzt mal weiter. Wir fahren weiter. Ja. Und checken mal aus, wo wir Essen kriegen. Hier? Ah, okay, tamam. Wir können da sein. Super. Und was gibt's? Nohut Pide Döner, Nur glaube ich. Döner. Also, ihr habt uns ja einen Haufen Zeug auf Instagram empfohlen Ja, und wir essen das so der Reihe nach ab. ja. Diesmal gibt's Nohut-Döner. Und Nohut sind Kichererbsen, soweit ich das verstanden habe. Wir haben jetzt gerade richtig leckeren Döner gegessen in Pide. Super lecker. Und so nette Leute. Ich glaube, die haben uns irgendwie noch einen kleinen Rabatt gegeben. Ich weiß auch nicht. Ja. Auf jeden Fall sind sie jetzt noch mal rausgekommen und haben uns hier Cheeköfte gegeben. Einfach so, die wir jetzt probieren, essen sollen. So lieb. Und wie schmecken sie? Gut. Tomatenköfte, Super. oder? Ja, das sind Tomatenköfte. Boah, geil. Sehr gut gewürzt. Oh ja. Kommt in die Türkei, Macht das auch, Leute. wenn sie leicht Essen scharf ist sind. so geil. Wir sind jetzt seit 1,5 Wochen hier und warten darauf, dass unser Handy hier ankommt. Und es war wirklich eine Höllenjagd. Unser Ersatz, den wir in Deutschland organisiert haben, ist Gebrauchtware. Wir kaufen nichts Neues wegen Nachnutzung und so, außerdem weil es billiger ist. Hat meine Mama besorgt und der Tama. Das wurde dann geschickt an jemanden in Deutschland, der hierher fliegt. Und diese Verbindung wurde klar gemacht über Facebook. Da haben wir mal gefragt, ob denn jemand fliegt. Da hat sich nur gemeldet, ja, meine Cousinen fliegen. Die Cousinen sind dann zum Flughafen gefahren mit dem Paket, was meine Mama hingeschickt hat. Haben dann am Flughafen rausgefunden, dass ihr Flug storniert wurde. Unglaublich viel Stress. Die Armen mussten wieder nach Hause fahren, alles neu buchen für den nächsten Tag, sind dann wieder hingefahren, sind dann hierher geflogen. Konnten dann aber aus irgendeinem Grund ihr Haus nicht verlassen, um das Paket in Antalya dann aufzugeben. Dann mussten wir auf Facebook wieder fragen, ob irgendwer zufällig in der Nähe wohnt von denen und helfen kann bei der Aufgabe vom Paket. Hat sich auch jemand gefunden, die Barbara. Danke Barbara. Barbara ist dann da hingefahren, hat das Paket mit zum Cargo genommen, also MNG Cargo. Die wurden uns hier gelobt.
und hat es dann abgegeben per Express. Er hat gesagt, wow, innerhalb von 24 Stunden ist es da, richtig cool. Haben wir uns schon mega gefreut. Kostet auch nur 5 €, also für Deutschland ist es nicht zu vergleichen. Tausende Kilometer, ziemlich günstig. Und dann haben wir gedacht, ja klasse, also dann freuen wir uns doch drauf. Und dann haben wir das Tracking nachgeguckt, das Ding hierher geschickt. Und es passiert nichts und es passiert nichts und es passiert nichts. Und es flackt die ganze Zeit in Gaziantep. Es war wirklich nach 24 Stunden in Gaziantep, das muss man wirklich sagen, das war der Wahnsinn. Aber es wird nicht ausgetragen. Ja, und dann 36 Stunden in dem Verteilzentrum in Gaziantep. Das genau. hat sich nicht bewegt. Ja, und eigentlich sollte es am Montagabend schon da sein. Und jetzt hat zum Glück die Ercha da extrem viel Stress gemacht bei MNG. Die dass Barbara das auch, genauso. Ja, und Barbara, ja, dass sie das auch ausliefern. Weil sonst wäre es nämlich immer noch dort. Und die haben jetzt hoch und heilig versprochen, dass es verliefert wird. Und normalerweise arbeiten wir nur bis um 7. Und jetzt haben sie es gestern Abend geliefert. Um 23:30 Uhr, da ist noch jemand austrägt. Jetzt schauen wir mal da rein, ob auch alles da ist. Wir freuen uns schon drauf. Lange Story, Wahnsinn. Heute geht es aus Gaziantep raus und Richtung Sanlifurna oder so. Es ist Sonntag, die Straßen sind super frei. Wir haben jetzt sage und schreibe, glaube ich, fast 60 Kilometer gemacht vor Mittagessen, weil es schön bergab geht. Es ist schon extrem heiß. Zum Glück geht der Wind. Ja, 32 Grad. Schauen wir mal. Unbedingt was essen jetzt. Was man hier ganz schön beobachten kann, immer rechts und links. Ja, wisst ihr, was das für Bäume sind? Ja, ich verrate es euch mal. Und zwar sind das Fistikbäume. Das sind Pistazien. Die Gegend hier ist weltberühmt für ihre Pistazien. Das Baklava in Gaziantep und Umgebung ist sehr, sehr bekannt, dass es unglaublich gut ist. Wir sind jetzt 60 Kilometer geradelt, das ist richtig gut gelaufen. Die Strecke war überwiegend flach, aber windig, aber es ist okay. Das Wetter wird jetzt immer heißer, also man hat uns auch gesagt, ab Juli wären es hier über 40 Grad. Deswegen sind wir recht früh losgefahren. Hier werden wir Mittag machen und wir haben uns einen Döner gegönnt, weil es halt einfach, ja, 60 Kilometer. Mal schauen, wie weit wir heute noch kommen und wo wir heute unser Zelt aufschlagen. Vorzüglich. Ich glaube, ich hole noch mal einen. Kostet 7,50 Lira und schmeckt echt gut. Jetzt fahren wir jetzt gleich weiter. Es ist jetzt irgendwie so 2:30. Ein paar Kilometer kriegen wir noch raus. Und jetzt haben wir gerade wo angehalten, wollten ein bisschen was zu trinken kaufen, also uns nachfüllen. Dann schenken die uns Baklava. Ich habe gesagt, ich hätte gern für 10 Lira Baklava, weil ich nicht so viel tragen will. Und schmilzt und so, ne? Und dann ja, macht er die ganze Schachtel voll und nimmt nicht mal mein Geld an. Grinst mich an und sagt, okay. Das ist so ein lieber Kerl. Wir sind schon den ganzen Tag gefahren und jetzt nutzen wir die Gelegenheit für eine Roadside-Dusche. Hier ist ein Leck in der Leitung und es spritzt ordentlich. Das ist perfekt. Süß. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Na, ihr habt ja auch alle Mamas und mögen eure Mamas auch alle Blumen so gerne. Meine auf jeden Fall und sie liebt Oleander. Und wenn man sich das mal anguckt, das sind alles wilde Oleander. Die wachsen hier so wie bei uns Efeu. Keine Ahnung, wie Unkraut. Hier die ganze Straße lang, überall. Mein Auge reicht gar nicht so weit, wie es hier Oleander gibt. Alle blühen und duften. Ein bisschen makaber, aber hier haben die Nazis eine Ölfirma aufgemacht. SS Oil. Sogar das S sieht gleich aus. So unfassbar, oder? Krass, da geht's in den Irak. So, Schluss für heute. Viele, viele Kilometer. Wir haben jetzt den einzigen und ersten schattigen Platz genommen, den wir finden. Hier vor so einer Ruine. Die Melli ist schnell da vorne an der Straße, Wasser organisieren. Die fragt Autofahrer, die vorbeifahren. Wir haben zwar noch welches, das reicht aber nicht, um hier mit Kochen und allem. Weil hier ist einfach nichts in der Gegend. Wir dachten, das ist eine Tankstelle, aber ist wohl nicht. Jetzt baue ich mal ein bisschen auf. Also ich habe Wasser geholt, ich war erfolgreich, die Leute sind so nett hier. Einer hat sogar angehalten, nachdem ein anderer angehalten hat, LKW-Fahrer, und hat mir noch mal eine eisgekühlte 1,5 Liter verschlossene Wasserflasche gegeben. Ja, wo wollt ihr denn hin? Also dachte ich zumindest, dass er das gesagt hat. Er hat hier so gemacht. Ich so, ja Martin, ah ja, hier. Und so. Und ich so, ah, Bicyclette. Also dass wir noch ein Fahrrad dabei haben. Ah, Problem, Jock. Bicyclette, Bicyclette. Und ich so, ja, bye. Also mein Mann, der ist da hinten auch noch.
Problem, Jock. Aber wir fahren morgen weiter und wir lassen es gut sein für heute. Und haben wir diese Ruine gefunden und hoffen, dass wir heute gemütlich einschlafen können, dass wir hier ja, Ruhe haben. Und jetzt gibt es erstmal was zum Essen. Jetzt waren wir gerade glücklich, weil wir gesagt haben, den Kocher haben wir repariert, jetzt leckt er schon wieder und es spritzt. Wir haben ein kleines Problemchen und zwar leckt der Griff vom Brenner. Ja, genau, das ist hier dieser Drehversteller. Und der leckt und ich weiß nicht warum. Jedenfalls, es fehlt keine Dichtung oder sowas, aber ich habe ja hier Dichtsilikon dabei. Wer die Packliste gesehen hat, weiß, was wir alles dabei haben hier in dieser magischen Tüte. Und mit dem Dichtsilikon kriegt das halt innerhalb einer Viertelstunde oder sowas wieder dicht. Wir haben jetzt voll den Lifehack für euch, weil Winterschlafsäcke, also wir haben ja dauernd Schlafsäcke, die sind nicht nur für den Winter gut, sondern auch für den Sommer. Wir haben die jetzt einfach hier über unser Zelt geschmissen und es dämmt. Also es ist eine Affenhitze immer noch draußen, obwohl wir schon nach um 6 Uhr haben und hier drinnen ist es angenehm. Wir haben gerade Besuch bekommen und was zum Essen, das ist total süß. Und die wollen uns jetzt überzeugen, dass wir mitkommen, aber wir haben hier halt schon alles aufgebaut und sind so müde, dass wir eigentlich gleich einschlafen wollen. Sie versuchen es trotzdem nochmal, aber total nett. Und jetzt haben wir Handynummern ausgetauscht und vielleicht sehen wir uns dann morgen nochmal. Guck mal hier, was die alles haben. Ja, Brot haben wir, ich glaube, das ist sogar selber gemacht. Ja, irgendwie selber gemachtes Brot und wir haben Tomaten gekriegt. Ja, alter, krass. Zwiebeln. Ah, wie lieb. Sie haben es nochmal versucht, ne? Ja, sie haben es jetzt nochmal versucht, ob wir nicht doch mitkommen wollen, bei ihnen schlafen. Aber wir haben ihnen dann erklärt, ey, wir haben ja schon alles aufgebaut und das abzubauen. Und jetzt die wohnen ja nicht gleich ums Eck, die wohnen den Hügel hoch. Das heißt, wir müssten diese Höhenmeter heute noch machen. Sie haben sogar Eis gebracht. Eis, um den Joghurt zu kühlen. Das muss man sich mal vorstellen. Wie lieb ist das denn? Oh mein Gott. Da war bestimmt die Hausfrau wieder am Start. Sie hat gesagt, ihrem Mann so, ja, aber nimm doch Eis mit für die, wenn sie den Joghurt nicht heute essen. Guck mal, wie schön. So lieb. Guten Morgen. Wir haben ja gestern ein bisschen Joghurt geschenkt bekommen. Der Joghurt ist hier in dieser Keksschachtel. Und bei der Keksschachtel dabei war Eis. Hier an der Seite in so einer Plastiktüte. Und wir haben das dann in unsere super multifunktionalen schwarzen Rollen. Da sind ja normalerweise die Schlafsäcke drinnen. Und die sind ja auch wasserdicht und so weiter und sind richtig toll. Und da drin schwimmt jetzt Wasser. Also wir haben das reingestellt und zugemacht. Und es ist immer noch Eis, wie ihr sehen könnt hier. Es ist immer noch Eis. Faustgroße Stücke Eis. Und die sind wirklich toll, die Dinger. Also die kann man nur empfehlen. Da tun wir auch unser Gemüse rein. Wenn wir das Zelt verlassen, dann kommt da nichts hin, keine Viecher. Man kann alles da rein tun. Und es ist wasser- und lichtdicht geschützt. Und ja, diesmal war es unsere Gefrierkammer. Jetzt drehen wir es um, schütten das Wasser weg, legen es in die Sonne, bis es trocken ist, und dann kommt der Schlafsack wieder rein. Den Joghurt gibt es jetzt zum Frühstück, dann ist der auch weg. Und dann brechen wir wieder auf in neue Gefilde. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Für uns geht es dann weiter nach Mardin und Midyat. 2 Orte mit viel Geschichte und toller Architektur. Herzlichen Dank an all unsere Supporter. Ihr macht es möglich, dass wir von unterwegs aus all unsere Abenteuer mit euch allen teilen können. Weitere Infos dazu, wie auch du uns unterstützen kannst, findest du in der Videobeschreibung. Görüşürüz und bis bald!